Hallo, in diesem Video geht es darum, in einer Excel-Datei mittels VBA ein Diagramm zu erzeugen und dessen Wertebereich täglich zu erweitern. Als konkretes Beispiel habe ich mir ausgedacht, eine einfache Tabelle zu haben, die Datumsangaben und Zahlen enthält, hier Abonnenten genannt. Stellt euch vor, jeden Tag wollt ihr die Anzahl der Abonnenten eintragen. Das Diagramm soll automatisch die neue Zahl ins Diagramm übernehmen. Dafür muss ein neues Datum geschrieben werden und dieses muss einen Tag größer sein als das vorherige. Es muss auch die letzte beschriebene Zeile gefunden werden. Ich speichere die Excel-Datei als Excel-Arbeitsmappe mit Makros ab. Noch eine Sache vorweg. Ich habe mir überlegt, dass wir ein Diagramm erzeugen, das nur Punkte enthält, also keine durchgezogene Linie, da die Anzahl der Abonnenten ja auch mal schwanken kann. Wir öffnen den VBA-Editor, indem wir Alt und F11 drücken. Ihr klickt auf Einfügen, Modul und dann kopiert ihr diesen Code hinein. Den Link zum Code findet ihr in der Beschreibung. Ich fange mal hier unten bei Makro 1 an zu erklären. Hier ist der Einstiegspunkt. Als erstes wird dieses Worksheet als Variable benutzt. In meinem Fall heißt es Gesamt. Das kann man hier auch nochmal sehen. Das könnt ihr anpassen, wie ihr wollt. Dann wird die letzte beschriebene Zeile gesucht und als Nummer abgespeichert. Es muss auch ein Erstdatum geben. Diese beiden Variablen, also Worksheet und letzte Zeilennummer, brauchen wir für die weiteren Funktionen, deshalb stehen sie hier unten. Die Methode Datumsangaben hinzu holt sich das Datum aus der letzt beschriebenen Zeile und füllt so viele Zellen, wie wir an die Methode übergeben. Hier eine Zelle. Wenn ihr die Methode nicht braucht, löscht sie einfach. Hier unten dann aber auch, ne? In der Methode Diagramm erstellen formatiere ich die Spalte B auf Zahlen mit 0 Nachkommastellen. Ich arbeite mit Add Chart 2 oder 2 und setze hier die wichtigsten Parameter. Nicht wundern, dass hier Excel Line Markers steht. Mir ist es heute Morgen passiert, dass ich noch wenige Werte zum Testen hatte, auch keine Datumsangaben, sondern einfach nur unformatierte Zahlen und das eigentliche Punktdiagramm auf der X-Achse die Werte doppelt angezeigt hat. Das kann ich euch auch nicht mehr zeigen, ich habe es gerade versucht. Muss mit dem Update weggegangen sein, keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall habe ich mich dann auf ein Liniendiagramm mit Markern verlassen und nehme später die Linie raus, um nur Punkte zu haben. Okay, das Diagramm soll 190 Pixel von der linken Seite entfernt sein, 3 Pixel vom oberen Rand entfernt sein, 1000 Pixel breit sein und 500 hoch sein. Hier wird der Diagrammbereich gesetzt. Einen Diagrammtitel wollte ich persönlich nicht haben, aber wenn ihr einen braucht, gerne einfach diese Zeilen wieder einkommentieren und diese auskommentieren. Aber ich lasse es jetzt so, wie es war. Auch eine Legende wollte ich nicht haben und das Diagramm soll noch einen Rahmen bekommen. Dann kümmere ich mich um die Achsen, hier um den Titel, die Schriftgröße und die Schriftart. Das Ganze für die Y-Achse und für die X-Achse. Bei der X-Achse muss man noch ein bisschen aufpassen. Wenn man hier einfach ein Default-Liniendiagramm nimmt, dann stehen die Labels, also die Werte, genau zwischen zwei vertikalen Linien. Und damit das nicht passiert, muss man das hier proaktiv auf False setzen. Zeige ich euch gleich nochmal. Ich musste gerade mal eine komplett neue Excel-Datei aufmachen, um das zu reproduzieren. Aber hier seht ihr schon, hier sind die vertikalen Striche zwischen den eigentlichen Datenpunkten. Ja, vielleicht sieht man das gerade so. Hier ist er. Genau, hier können wir uns um die Tick-Labels kümmern, also um die Beschriftungen. Ich möchte noch, dass jeweils senkrechte Striche zu sehen sind, senkrecht zur Achse. Einfach damit es nochmal ein bisschen präziser. Und hier Farbe schwarz,
dann eine Linie hinzufügen, ansonsten wären keine dran, wenn man einfach nur so ein Diagramm hinzufügt. Und das Ganze noch mit Gewichtung 2, das ist ein Punkt. Dann muss man noch dazu sagen, gibt es noch ein kleines Problem mit Excel. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Wenn ich jetzt einfach hier irgendwas habe und auch sehr wenig und ihr geht auf Diagramm, dann werdet ihr feststellen, dass Excel immer 2 Datenreihen machen will. Ja? Erst wenn es nachher ein bisschen mehr wird, wird das nur noch zu einer. Das ist mir heute Morgen beim Testen auch noch passiert. Das Ganze können wir aber beheben. Also mal angenommen, ihr habt sehr wenig Zahlen und unformatiert, dann könnt ihr hier diese erste Datenreihe wieder löschen. Das aber jetzt in meinem Fall nicht passieren wird, weil ich hier ein Datum habe, ein konkretes, habe ich diese Zeile auskommentiert, aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Okay, dann sagen wir, diese Datenreihe soll einfach dunkelblau sein und die Linie soll nicht sichtbar sein. Gut, das Ganze führen wir jetzt einmal aus. Ich sage jetzt hier einmal Diagramm erstellen. So wollte ich das machen. Und hier ist unser Diagramm. Zugegeben, hier steht noch nicht viel. Ich kann jetzt hier nochmal was eintragen. So ist es ja auch gedacht, dass man erst was einträgt und das VBA-Skript macht dann ein Datum hinzu und übernimmt hier die Werte. Die Beschriftung ist jetzt auf dieser senkrechten Linie. Gut, wenn ihr das erstmal habt, dann könnt ihr diese Methode auskommentieren und diese hier einkommentieren. Einmal speichern. Morgen und in Zukunft könnt ihr die Excel-Mappe aufmachen, einen neuen Wert eintragen, einmal das Makro ausführen und ihr habt den neuen Wert im Diagramm. Und das war's.